So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es wieder einen neuen Statusbericht. Das letzte Mal haben wir uns intensiv mit dem Thema Geländekrepp auseinandergesetzt. Das heißt, wir haben gemeinsam den großen Hausberg zusammen eingepackt und ich muss sagen, das Ergebnis ist ja voluminös, kann man sagen. Der Berg wirkt schon wirklich sehr groß, sehr mächtig und es darf er auch. Das soll auch so sein. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, das mit euch zusammen einzupacken. Und jetzt kann man auch wirklich viel besser erkennen, wie die Konturen des Berges sind. Wie das Ganze jetzt auch wirkt, plastisch wirkt. Und ist es auch wirklich da einfacher? Ich glaube, das war davor mit dem Gerüst auch so ein bisschen ja, zu abstrakt an manchen Stellen. Und deswegen gefällt mir es auch wirklich sehr, sehr gut. Und da will ich direkt an diesem Statusbericht will ich jetzt anknüpfen. Also mit dem Statusbericht gehen wir jetzt einen Schritt weiter und hauchen den Berg Leben ein. Und zwar explizit geht es jetzt hier um das Thema Felsbau. Und ich habe das extra so ein bisschen auf, ja, so eine Art How-to-Tutorial angedacht, das Video, damit ihr es auch dann nachvollziehen könnt, was für Schritte ich dann mache. Und vielleicht habt ihr auch dann eine andere Variante, wie ihr vielleicht vorgehen würdet. Ihr würdet es vielleicht anders machen. Deswegen soll auch nicht die beste Variante sein, um Gottes Willen überhaupt nicht. Ich musste mich auch ehrlich gesagt in die Thematik einarbeiten, habe sogar auch ein Testdiorama erst angefertigt, eben weil ich da komplett neu in dem Ausmodellieren von Felsen bin. Außer davor habe ich auf dem kleinen Berg, den ich davor gemacht habe, einfach Felselemente draufgeklebt mit Heißkleber. Das war's. Deswegen jetzt ist es natürlich ein bisschen mehr dabei. Und bin gespannt. Hoffe, euch gefällt's. Und ich würde sagen, ich erzähle euch noch ganz kurz, was so in der letzten Zeit noch passiert ist auf der Anlage. Und dann legen wir los und wünsche ganz viel Spaß dabei. Ja, und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was die letzte Zeit so passiert ist. Ihr seht vielleicht, das ganze Thema Bauernhof nimmt Gestalt an. Also Lilly war fleißig auch am Gebäudebau und ich habe dann wieder fleißig die Bergkonturen gemacht. Also gerade wieder mit dem Terraformsystem und dem Geländekrepp. Ich glaube, wenn ich das wegmache, dann ist es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Also hier das Ganze ausmodelliert, dass das passt. Und auch hier mit der Lilly zusammen noch mal was von dem Brett weggesägt, dass wir hier noch mal einen leichteren Hang dann haben. Das nicht ganz so ein krasser Cut ist, weil vorne kommt ja dann die Mauer hin mit den verschiedenen Treppen. Und ich glaube, hier ist es mich ganz entspannt. Und dann hier nochmal ein großes Mauerelement, beziehungsweise muss ich ein bisschen verlängern, eben noch mit einem Mauerstück unten und auch hier nochmal, dass es einfach alles sauber ist und wir trotzdem unten Platz haben für ein K-System, PKW, der da eben dann durch die Scheune durch kann. Ihr seht leider, weil ich andere Reste genommen habe von den Mauerplatten, die sind leider ein bisschen heller. Ärgerlich ein bisschen, aber man muss gucken, vielleicht fällt es dann gar nicht nachher in dem Ganzen, also wenn die Landschaft fertig ist, vielleicht überhaupt nicht auf. Oder man muss nochmal ein bisschen dunkel nachbessern, mal gucken, wie man das macht, ob man das einfach mit so, Washing oder sowas dann hinbekommt. Wie gesagt, da muss ich noch mal ein bisschen nachschauen, aber ich glaube, man kann sich so ganz gut vorstellen und auch die Scheune verdeckt das Loch wirklich sehr, sehr gut und ist so eine runde Sache. Deswegen, da sind wir auf jeden Fall jetzt fertig und es war auch die letzte Mauer, zumindest jetzt bei den Gleisen. Jetzt fehlt hier vorne natürlich noch ein bisschen dann was, wenn dann die Häuser hinkommen, aber da muss man erstmal sicher sein oder müssen erstmal die Häuser gebaut werden, damit man auch eben die Abstiege dann wirklich hinsetzen kann, dann ist das Thema auch fertig. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Ja, und was ist sonst so passiert? Ihr seht vielleicht von den ganzen anderen Bildern und Videos, die ich euch gezeigt hatte, es ist wirklich mal aufgeräumt. Also es hat mich auch wirklich Stunden gekostet, auch mal alles zu saugen, wegzuschmeißen. Und ich glaube, man kann sich jetzt viel, viel besser vorstellen, dass oder wie die ganze Landschaft aussieht, weil durch das ganze Gerümpel war es vielleicht nicht immer ganz klar ersichtlich. Und ihr seht aber leider natürlich, dass die Straße hat ein bisschen nochmal Schäden genommen, eben von den Heißkleberelementen. Hätte man natürlich vorher auch abkleben können, das ist klar. Machen wir dann bei dem ganzen Thema Spachtelmasse, aber das kann man einfach mit einer Walze und mit der Farbe einfach nachbessern. Habe ich sonst auch immer gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Aber gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Hat aber auch echt Stunden gedauert, alles zu säubern und zu saugen, aber war mal nötig. So, und jetzt geht das Ganze weiter mit dem Thema Bergbau bzw. Felsengestaltung. Ja, ich habe da die letzten Wochen ein bisschen rumprobiert, muss ich dazu sagen, weil ich da noch, sehr viel Nachholbedarf habe. Ihr kennt ja den einen kleinen Berg, da wo auch das Windrad drauf ist. Ich blende euch da mal was ein. Das ist ja damals sehr rudimentär entstanden. Da habe ich einfach so Felselemente auch von noch gekauft, die einfach dann hingeklebt und dann außenrum eben mit dem ganzen Streumaterial als Erde beziehungsweise halt dann auch Gras eingesäumt. Natürlich auch mit verschiedenen Bewuchs, alles so weiter. Und jetzt hier wollte ich es ein bisschen professioneller machen, weil wir jetzt hier auch wirklich einen größeren Hausberg hier haben. Und deswegen auch ein bisschen Gebirge
sag mal, selbst modellieren, beziehungsweise was heißt selbst modellieren, also Elemente natürlich wieder hernehmen, ganz klar, aber man kommt nicht drum herum mit dem ganzen Thema Spachtelmasse, beziehungsweise, wie gesagt, wollte ich mich da ein bisschen einarbeiten, dass das einfach passt. Und deswegen habe ich mir mal ein kleines Diorama gebastelt aus noch ein paar Resten von dem Terraform-System. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, und hier seht ihr, habe ich extra ein kleines Testdiorama aufgebaut. Einfach mit so Felselementen, die ich noch übrig hatte von dem allerersten Berg, da wo dieses Windrad drauf steht. Und da habe ich ja extra Felselemente gekauft oder Felsstücke, die habe ich einfach festgeklebt mit Heißkleber und dann war das Thema fertig. Und dann einfach mit Streumaterial als Erde und auch Gras dann umsäumt. Das war damals der Berg. Sieht ja trotzdem nach wie vor jetzt nicht schlecht aus. Man will sich aber selber ja auch weiterbilden in dem Thema. Und da habe ich jetzt hier extra getestet, um das nicht an der Anlage direkt zu machen, sondern einfach mal zum Testen. Auch was es für verschiedene Sachen gibt. Und dann einfach diese 3 übrig gebliebenen Felsbrocken einfach mal festgeklebt mit Heißkleber und dann mit der entsprechenden Spachtelmasse dann umsäumt. Und zwar gibt es dann 3 verschiedene Varianten. Einmal habe ich dann hier diese Montagespachtel von noch. Da habe ich jetzt alle 3 sozusagen dann sozusagen als Basis dann verspachtelt. Dann gibt es ja diesen Granitfelsspachtel, auch von noch. Das ist dann die mittlere Variante, die dunkle Variante. Und dann gibt es auch noch den Straßengelände-Spachtelmasse oder die Straßengelände-Spachtelmasse von Faller, die ich eigentlich fürs K-System hernehme, beziehungsweise auch eben für diese ganzen Kanten, die natürlich dann entstehen oder Überlappungen beim Terraform-System. Und ich habe jetzt hier einfach mal gerade diese beiden Spachtelmassen eben von noch, die habe ich getestet und man merkt einfach, dieser Montagespachtel ist einfach heller, deswegen ist auch dieser ganze Fels dann heller geworden, obwohl das Washing, ich habe ein bisschen mehr angerührt gehabt, habe es wirklich bei beiden gleich gemacht, habe nur vielleicht da ein bisschen mehr braun und so hergenommen und hier ist es dunkler geworden, merkt man auch gleich. Deswegen hat man da einfach so ein bisschen den Einblick gekriegt und für mich taugt trotzdem der Felsspachtel, dieser Granitfelsspachtel, weil ich ja auch Granitplatten hernehme, um es mir da auch wirklich einfach zu machen. Ich bin kein Felsbauexperte, habe mich aber da, wie gesagt, extra eingearbeitet, getestet da ein bisschen, habe jetzt auch Vorbilder rausgesucht und dann würde ich sagen, gehen wir einfach an die Anlage, weil jetzt können wir das Ganze mal wirklich auf der Anlage mal selber aufbauen. Ja, und wie wir jetzt die Felselemente von dem großen Berg machen, da habe ich mir Folgendes überlegt. Und zwar gibt es davon noch so Felsplatten. Soll überhaupt keine Werbung sein, aber ich habe einfach gesagt, ich wollte jetzt nicht komplett von der Pike auf wirklich alle Felselemente dann selber modellieren, sondern quasi mit Art Schablone oder mit einer Schablone hier mit den Elementen und die einzeln hinkleben und dann eben mit einer Spachtelmasse das Ganze umsäumen, damit es ein bisschen einfacher ist. Das macht bitte auch jeder so, wie er es möchte. Ich muss sagen, ich will mich dann da auch langsam rantasten, dass man irgendwann mal auch wirklich selber hinbekommt, Gebirge komplett auszumodellieren. Also definitiv ist natürlich dann die Krönung, wenn du wirklich dann alles selber machen kannst. Aber ich wollte natürlich, oder ich versuche immer eine Mischung euch zu zeigen. Auf der einen Seite, dass es auch schnell vorwärts geht, als wenn ich jetzt wirklich alles selber ausmodelliere, weil sonst müsste ich mich da wahrscheinlich auch noch mal Wochen mit beschäftigen und nochmal Dioramen bauen. Und aber auch gleichzeitig, dass es für euch auch passt, weil wenn ich euch jetzt nur zeigen würde, wie ich jetzt Felselemente dann selber herstelle und wie man das macht, was man üben muss und hier nochmal da macht, das würde natürlich auch den Zeitrahmen dann sprengen. Vielleicht auch für euch, damit ihr auch schnell zum Ergebnis kommt. Aber auch so, ihr wisst ja, wir haben mehrere Anlagenteile, also da gibt es noch viele Möglichkeiten von meiner Seite aus. Und deswegen, dann holen wir das Ganze mal raus. Und so sieht das Ganze dann aus. Sieht ganz lustig aus. Und das kann man nämlich jetzt dann auch so bearbeiten. Also brechen und ja, schneiden, wie man es möchte. Und dann können wir uns mal einfach, also ich habe mir jetzt vorgestellt, dann hier über dem Tunnel kommen so ein paar Elemente hin, die wir dann mit Spachtelmasse festmachen. Auch hier. Es soll aber jetzt nicht, und dann natürlich noch ein bisschen weiter oben, es soll aber nicht jetzt komplett alles voller Felselemente sein, weil es soll vor allen Dingen viel Wald sein. Habe mir so ein bisschen dann auch die Oberpfalz als Vorbild genommen. Und ich glaube, das ist nämlich eine ganz schöne Sache. Und jetzt können wir mal schauen, wenn wir die Dinge einfach nehmen und dann kann man die wohl einfach brechen. Oh, das ist aber schwer, ey. Ja. So, habe ich mal hier so Sachen, kann man hier brechen. Und dann kann ich die nämlich hier schön hinkleben. Das machen wir einfach wieder mit dem guten alten Heißkleber.
Und hier über diesen kleinen Tunnelportal nehme ich jetzt dieses Stück und dann habe ich hier auch einfach mit dem Cutter hinten einiges weggeschnitten, weil es war doch relativ dick und sonst schaut es zu weit nach oben so raus. Und ich würde sagen, das kleben wir jetzt auch fest. Und über das Tunnelportal der Hauptstrecke würde ich noch oben diesen Teil hinsetzen. Ja, und ganz von den Felsen hat es leider nicht gereicht, deswegen habe ich gleich nochmal eine Packung gekauft. So, und so sieht das Ganze aus. Ich habe noch kleine Felsen ergänzt, nämlich hier und habe nochmal einfach jetzt ein bisschen schnell das abgedeckt, damit nichts auf die Trassen, also entweder K-System oder auch die Bahnlinien, dass da nichts runter tropft, wenn wir jetzt gleich nämlich losgehen zum Spachteln. Und genau, hier auch noch mal kurzer Blick. Ich habe jetzt einfach, hier geht es ja weiter zum nächsten Anlagenteil, von dem her, aber ich habe es einfach mal was hingeklebt, werde jetzt auch mal ein bisschen reinspachteln, genauso auch hier. Das wird natürlich hier nicht perfekt sein, eben weil es überall weitergeht, aber einfach mal gemacht und ich glaube, dann ist es ganz gut. Ich glaube, das hinten ist das Wichtigere. So, und willkommen im Kochstudio Max. Nein, Spaß. Natürlich, um die ganze Spachtelmasse anzurühren, da brauchen wir natürlich dann Wasser. Deswegen befinden wir uns jetzt hier im kleinen urigen Bad. Ich nehme jetzt für für diese Granitfelsen, die wir haben, diese Platten, am besten auch diese Granitfelsspachtel, einfach die dazu passt. Wobei, ihr habt es ja auch gesehen, ganz ehrlich, man kann auch Montagespachtel, man kann auch andere Spachtel Sachen hernehmen. Ich nehme es jetzt, weil ich spare mir ein bisschen Arbeit, weil die relativ ähnlich von der Farbe ist. Aber das macht bitte auch jeder für sich. Und da habe ich dann hier einfach so ein altes Tupper-Gefäß. Und da kann ich dann hier, wir brauchen ja einiges, hier mal reintun. Und dann brauchen wir Wasser. So, dann ist es nachher so eine richtig breiige Masse. Und was können wir noch dazu nehmen? Ein Messer. Wir essen heute mit Messer und Gabel. Nein, nur mit nur mit Messer. Ja, und jetzt nehmen wir unsere Masse. Und dann nehme ich dann immer, das schreibe ich jetzt mal kurz ab. Und dann nehme ich nämlich die Masse, die wir eingerührt haben. Und dann kann man hier Schritt für Schritt das mit einem Messer oder mit einem kleineren Spachtel, der große ist mir jetzt irgendwie zu unhandlich, machen wir das quasi hier fest und modellieren dann auch noch ein bisschen Felsen aus, dass dann die Übergänge sanft sind. Ja, zum Glück haben wir abgedeckt. Kann man das sogar, ja, kann man sogar noch hernehmen. Kann ruhig üppig nehmen.
weil wir modellieren das dann nachher noch mit einem Pinsel, nämlich ein bisschen aus. So, und wenn wir das jetzt alles grob aufgetragen haben, dann habe ich hier einfach nochmal Wasser reingetan und mit einem feuchten Pinsel können wir das alles noch ein bisschen nachmodellieren und die Kanten glätten. Und es geht am besten, wenn es so ein bisschen angetrocknet ist. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt muss es natürlich erstmal trocknen. So, und so sieht das Ganze jetzt fertig getrocknet aus. Und ich muss sagen, das sieht doch schon sehr, sehr felsig aus, oder? Aber ihr seht, ein kleiner Fauxpas ist mir passiert. Und zwar die losen Felselemente hier. Da ist mir einfach die Spachtelmasse ausgegangen. Das heißt, man braucht wirklich doch einiges mehr als gedacht. Und ja, auch zum Beispiel solche Hohlräume, die werde ich dann noch nachträglich mit Zeitungspapier ausstopfen. Aber Nachschub ist auch schon geordert. Deswegen einfach für euch zur Info, ich würde das Ganze in 2 Teile machen. Also wir machen jetzt einmal diesen quasi Felsbereich, den werden wir jetzt fertig machen komplett. Und dann im nächsten Teil, also ich denke mal normalerweise dann nächsten Sonntag direkt sollte das Ganze auch klappen. Weil Nachschub ist geordert, der sollte jetzt eigentlich auch dann demnächst kommen, hoffentlich. Aber kommt dann einfach ein zweiter Teil, wo wir die ganzen restlichen Felselemente dann nochmal fertig machen. Das soll uns aber nicht abhalten, deswegen machen wir jetzt hier weiter mit dem Kolorieren, weil ihr seht schon, ich hab alles fleißig abgedeckt mit einem Müllbeutel, den ich noch übrig hatte. Kennt ihr vielleicht noch von dem Thema Bahnhofsbereich, Ausgestaltung, wo wir ins Gleisbett dann so quasi den Müllbeutel nochmal zerrupft haben und dann so kleine Müllbeutel oder Plastikreste quasi ins Gleisbett gelegt haben. Den hatte ich noch übrig, konnte man hernehmen. Deswegen da auch euch nochmal ganz lieben Dank für den Kommentar oder für die Kommentare bezüglich, ja, dass man nachher auf jeden Fall das Ganze abdecken sollte. Im Eifer des Gefechts kann es wirklich sein, dass man sowas einfach vergisst. Deswegen danke für die Hilfe da an der Stelle. Genau, und dann würde ich sagen, wir treffen uns mal wieder in der Küche. Ja, Spaß, Bad. Und jetzt geht es ja darum, wenn wir die Felsen anmalen wollen, wir machen das mit einem Washing. Das heißt mit Farbe, mit ganz viel Wasser verdünnt. Und da nehme ich einfach die Revell-Farben, die ihr auch kennt, die ich also ich habe ja auch Rost zum Beispiel für die Schienen oder einfach auch so, was die Lilly nimmt, zum Beispiel zum Fahrräder anmalen und Personen anmalen. Und da habe ich einfach schwarz, weiß und so ein Holzbraun, was ich mal zum Schwellen anmalen einfach mal getestet hatte, oder wenn man generell Holzsachen hat, die man anmalen möchte. Und habe dann hier einfach noch so leere Dosen übrig von so Graskleber-Sachen. Und jetzt würde ich sagen, jetzt mischen wir uns einmal verdünnt hellbraun, eben diese Holzoptik, und einmal ein Grau zusammen für die Felsen, ein dunkles Grau. Ich habe das Diorama wirklich mit einem schwarzen Washing gemacht. Jetzt würde ich es gerne ein bisschen heller machen, weil dieser Granitspachtel, sagen wir mal so, ist einfach von Natur aus ein bisschen dunkler, und bei der hellen Spachtelmasse, die ich getestet hatte, da ist es natürlich ein bisschen, also das ist natürlich heller, da kann man natürlich mit dem Schwarzen, es hält quasi ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deswegen würde ich es gerne einfach ein bisschen heller machen. Also, und das ist jetzt der Vorgang. Deswegen, ich nehme einfach jetzt mal hier die weiße Farbe und nur ganz, ganz wenig Farbe. Da braucht man gar nicht jetzt viel. Und man kann natürlich auch richtig spezielle Geländefarbe und alles sowas dann nehmen. Man kann sich da jetzt wirklich, wirklich austoben. Ich sehe es irgendwie nicht ein, weil man braucht nicht viel. Und es ist ja Acrylfarbe und es hat bei mir wirklich funktioniert oder gut funktioniert sogar beim Testobjekt. Und von dem her machen wir das jetzt einfach so. Ich glaube, man kann es sehen, es ist fast so asphaltgrau. Perfekt. Dann haben wir die erste Farbe schon fertig. Und dann noch die zweite. Dann machen wir einfach so ein paar braune Akzente dann haben.
Genau. Das war's schon. Und die weiße Farbe nehmen wir mit. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück bei der Anlage. Und ihr seht einmal das hellgraue Washing, einmal das, sagen wir, bisschen hellgraue, dunkel- oder mittelgraue Washing und nochmal Pinsel, die weiße Farbe und noch so einen Schaumstoffteil, was bei einer Verpackung von Lox mal mit dabei war. Und das nehme ich einfach als Schwammersatz. Also man kann auch einen Schwamm oder irgendwas hernehmen, das ist gar kein Thema. Also irgendwas zum Tupfen ist ganz gut oder gar nicht verkehrt. Und jetzt geht es darum, dass wir erstmal das dunkle Washing dann hier ansetzen. Habe es beim Dioramabau oder beim Testdioramabau wirklich mit schwarzem Washing gemacht. Jetzt werde ich es mal ein bisschen heller machen, weil ich Originalfotos nochmal von Granitfelsen der Oberpfalz angeguckt habe. Die sind ein bisschen heller. Das Testobjekt war ein bisschen mir zu dunkel. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Und dann setzen wir nachher Akzente. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Und da gehen wir jetzt überall drauf. Also pinsel da wirklich alles ein. Könnte eigentlich auch fast einen größeren Pinsel nehmen, aber habe ich ein bisschen mehr Feingefühl. Nicht trocken. Ja, ist schon trocken. Und ihr seht, das läuft dann auch immer komplett auch zwischen die Felsen dann so durch. Und jetzt habe ich mir doch noch kurz ein schwarzes Washing, also einfach schwarze Farbe, ganz arg verdünnt, nochmal zusammengerührt, einfach um jetzt so ein paar Akzente zu setzen, zusammen mit dem braunen. Und dann deckt es die Felsen nämlich doch noch ein bisschen besser ab. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir das so ein bisschen tupfen. Jetzt haben wir noch unser braunes Washing. Und da können wir auch noch dann so ein paar Akzente einfach setzen. Das muss ich jetzt aber dann direkt machen, weil das ist nicht mehr jetzt eine Grundierung. So, und ihr seht, es trocknet langsam und ich habe mir sogar nochmal ein Washing gemacht und zwar mit so Rostbraun und dem hellen Holzbraun, was wir da gehabt haben. Mal gucken, ob man da so ein paar Akzente hinmachen kann und wie das dann aussieht. Ich habe mir noch mal ein paar Bilder angeguckt. So, und jetzt nehme ich einfach die weiße Farbe und habe jetzt mal einen größeren Pinsel genommen
viel eigentlich. Und den streicht man ganz, ganz aus. Also ich habe jetzt viel zu viel Farbe genommen, naja, Vorführeffekt, dass da wirklich nicht mehr viel dran ist. Und dann können wir nämlich dann Akzente setzen. Und zwar können wir damit jetzt einfach 3D-Effekte erzielen, weil ich jetzt hier so leicht drüber gehe und dann brechen so ein bisschen die Kanten. Das macht gleich um einiges her. Und das ist die coolste Tätigkeit, wo ich das ausprobiert habe, extra für das Video, weil ich habe das davor nie gemacht. Und wo ich diesen Schritt ausgeführt habe, also macht wirklich am meisten Spaß. Ich kann es wirklich jedem empfehlen. Und wenn es nur dieser Schritt ist, ihr seht, das wird dann alles, die ganzen Kanten werden dann so gebrochen. Und nur mit ganz, ganz wenig Farbe. Und das ist wirklich toll. Ist wirklich sehr, sehr toll. Also. Und das macht, ihr habt vorher gesehen, das sah schon okay aus. Oder was mir jetzt sehr gut gefallen dann alles soweit. Aber geht wahrscheinlich immer besser. Aber jetzt einfach danach kommt richtig dieser 3D-Kantenbrechungseffekt. Ich nehme noch mal ein bisschen was von der abgestreiften Farbe dann. Ein bisschen. Manche sagen, kann ich heller machen. Und ich habe es jetzt auch extra nur antrocknen lassen, so leicht die Farbe. Deswegen, der Pinsel wird auch ein bisschen dunkler, aber dann ist es nicht ganz so extrem, weil ich habe jetzt nur helles Weiß. Da fehlen mir die Farben, aber ich muss ehrlich sagen, ich wollte jetzt nicht extra Farben dafür kaufen, sondern ich wollte mir die Sachen selber zusammen mischen und damit wird es dann ein bisschen dunkler, weil es eben mit den verschiedenen Farben dann sich noch ein bisschen vermischt. Ja, aber ich würde sagen, passt für mich. Ja, und jetzt mal in der Nahaufnahme. Und ich muss sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist sogar besser geworden als auf dem Testdiorama. Man sieht noch ein paar feuchte Stellen. Hier, die müssen natürlich noch trocknen. Aber ich glaube, wir haben auch viel trocken gebürstet mit der Farbe. Mit der weißen Farbe, wo wir mit dem Pinsel drüber sind. Aber ich muss sagen, das kann ich euch wirklich ans Herz legen, dieses mit einer weißen Farbe das Ganze zu modellieren oder sozusagen diesen 3D-Effekt, diese Kanten zu brechen. Einfach nur toll. Macht es mal, probiert es. Ich fand es einfach toll. Ich weiß auch nicht, was mich da reitet, aber ist wirklich toll. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Teil des Videos. Es gibt auf jeden Fall, wie ich ja gesagt habe, einen zweiten Teil, weil wir warten jetzt noch auf die Spachtelmaste und dann geht es oben weiter, damit wir da auch nochmal weitermachen. Und dann im hinteren Teil noch ein paar kleine Felsen. Und hoffe, euch hat das ein bisschen was gebracht, das Tutorial. Und ich habe extra bewusst auf Materialien gesetzt, die es im Handel gibt. Jetzt eher kein Eigenbau gemacht, weil ich wollte mich nicht in die Thematik einarbeiten. Ich bin in dem ganzen Felsthema ein Anfänger, das muss ich auch ehrlich sagen. Ihr habt ja gesehen, bei dem anderen Berg, den ersten Berg, den ich gehabt habe, da habe ich einfach nur Felselemente reingeklebt. Und jetzt wirklich das selber ausmodelliert. Klar, an einem Testdiorama erstmal probiert. Aber mir ist es wichtig, dass ich auch Anfängern einfach zeigen kann, hey, ich bin einer da von euch, in Sachen Felsen auf jeden Fall. Und ihr könnt das auch. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, ihr müsst jetzt alles zum Beispiel, also es gibt ja extra Formen, die man gießen kann aus Gips. Man kann sogar die Sachen selbst modellieren mit Gips, also überhaupt ohne Formen und alles. Und es ist Wahnsinn, wie kreativ die Leute sind. Will ich irgendwann mal auch machen, gar keine Frage. Aber das machen ja dann eher fortgeschrittene Profis und ich sehe mich da als Anfänger, sage ich da ganz ehrlich, zumindest wie gesagt in Sachen Felsgestaltung. Und das war mir einfach wichtig, dass ihr da auch seht, hey, das geht mit relativ einfachen Mitteln. Man kann es auch zum Beispiel sprayen, es gibt auch extra Sprays, die man nochmal machen kann, vielleicht ist das auch nochmal einfacher. Aber dass ihr da einfach auch schnell zum Erfolg kommt, um dann auch schnell beim Anlagenbau bei euch zum Weiterbau mit Gras, mit Landschaftsgestaltung und dann irgendwann mal auch seht, wie eure Züge dann auf eurer Anlage
dann ihre Runden drehen in der schönen Landschaft, die ihr selbst gebaut habt. Und genauso ist es mir auch wichtig, weil ich will mich jetzt mit dem Felsthema wollte ich mich jetzt nicht Wochen oder Monate lang einarbeiten. Hat jetzt schon relativ lang gedauert, eben mit dem Testdiorama, aber es hat auf jeden Fall was gebracht. Sonst das Ganze an der richtigen Anlage jetzt direkt zu testen, wäre mir ein bisschen zu heikel gewesen. Und hoffe, euch hat das auch was gebracht. Schreibt mir gerne in die Kommentare und bin auch gespannt, wie ihr Felsen gestaltet. Also macht ihr das auch mit vorhandenen Materialien vom Markt? Also soll auch bei mir überhaupt keine Werbung sein, um Gottes Willen überhaupt nicht. Ich wollte es einfach nur so einfach wie möglich machen. Und wie macht ihr das Ganze? Nehmt ihr auch Sachen vom Markt oder macht ihr Sachen komplett selber, was natürlich, wie gesagt, sehr, sehr kreativ ist. Deswegen, ich bin gespannt auf den Austausch mit euch und ich freue mich sehr, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal, beim Teil 2 mit dabei seid und wünsche euch erstmal einen schönen Moba-Sonntag und bis dahin, macht's es gut. Tschüss.